Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich möchte euch ganz kurz zusammenfassen, was auf EU10 gestern passiert ist. Wir haben ja einen, ich glaube insgesamt 13 Stunden Stream gemacht. 12 Stunden zeichnet leider YouTube immer noch nur auf, so. Danach kommt halt ein Cut. Wer das Ganze in unzensierter, in ungecutteter Version nochmal sehen will, der ganze Stream ist natürlich nach wie vor online. Könnt ihr euch reinziehen von gestern, ne? Dazu einfach hier auf meinen Kanal und dann auf Live gehen. Dann habt ihr hier die ganzen Livestreams der vergangenen Tage und Monate auf jeden Fall. Kann man sich reinziehen. Und ansonsten, für die Leute, die es gestern noch nicht mitbekommen haben, ich hatte auch noch ein Video zusätzlich noch gestern hochgeladen, wo ihr wieder die Chance habt, 3600 Pilze zu gewinnen. Ja, wer das Ganze verpasst haben sollte, auch gerne mal auf meinen Kanal gehen, ne, und da das Video von gestern aufrufen. Da habt ihr wieder die Chance, nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil, wird alles im Video erklärt. Bis Sonntag habt ihr da noch Zeit. Und ganz easy, müsst nichts weiter großartig machen. Ne? Im Video wird alles gezeigt, was ihr machen müsst. Und geht da einfach drauf, ne? Hier auf meinen Kanal. Hier ist das Video, 3600 Pilze. Und da habt ihr, wie gesagt, bis Sonntag noch Zeit dran teilzunehmen. Für die Leute, die es gestern neben den Livestream und alles, was den Wirrwarr und alles so, was so passiert ist, nicht ganz mitbekommen haben. Also fettes Gewinnspiel auch von meiner Seite aus wieder am Start. Ansonsten, EU10 ist wirklich abgegangen. Wir haben von 14:30 Uhr bis 3 Uhr morgens gestreamt, glaube ich, knapp. Und wir haben natürlich auch die letzten Stunden des ersten Tages verfolgt und es war wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Wir haben hier sehr große Namen dabei, muss man mal so sagen, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen, sage ich mal, bei diesem Serverstart und die halt einfach den kompetitiven Kampf sehen, auf Augenhöhe, beziehungsweise sich halt messen wollen auf dem Server und hier halt eben, die Competition suchen, sag ich mal so, wie es ist. Also, wir haben es so gesehen, dass es um 0 Uhr tatsächlich ein unerwartetes Ereignis gab. Wir hatten ganz vorne mit dabei gehabt den Turor. Wer hätte es anders gedacht? Der ist auf jeden Fall hier wieder mit am Start. Der war auch lange Zeit am Tag, hat er sich bedeckt gehalten, hatte dann auch relativ spät abends angefangen zu spielen und hat sehr schnell in sehr kurzer Zeit die Ehrenhalle erklommen. Und vorher haben die Gem Miners stark dominiert. Da war typisch Andy, Hard Knorr und irgendwer noch, also ich glaube, die beiden waren auf gleicher Stufe gewesen, was so die Demon Hunter angeht. Und ich glaube, Raiden war auch noch auf der gleichen Stufe zu dem Zeitpunkt, aber als Assassine. Und das waren so die Rangliste angeführt haben. Dann kam Turor, hatte kurz vor 0 Uhr dann auch nochmal ordentlich einen nachgelegt. Und Turor und typisch N, die waren ja eine Zeit lang gleich auf. Und dann kam noch ein neuer Demon Hunter dazu und das war Mirama. Und die hatte, ich gehe mal von aus, dass es sie, also der Name hört sich halt sehr weiblich an und hat halt auch ein weibliches Profilbild, deswegen gehe ich jetzt mal einfach von aus, hatte mit einem sehr viel schlechteren Account, sag ich mal, jetzt wirklich no offense so, ne, aber die Stat-Punkte zu dem Zeitpunkt, kurz vor 0 Uhr, waren deutlich schlechter gewesen als von typisch Andy und von Turor. Und trotzdem hatte sie es geschafft und sie hatte auch zu dem Zeitpunkt irgendwie, weiß ich nicht, so 3 oder 4 normale Gegenstände gehabt, nicht mal Epics, hatte es trotzdem geschafft, mit sehr viel schlechteren Stats an denen vorbeizuziehen, obwohl sie die gleiche Klasse hatten. So, die waren alle am selben Dungeon-Gegner stuck und kamen nicht weiter. Das waren Magier gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher das war. Die Mordmaschine ist es jetzt nicht. Ich glaube, da hängen sie momentan gerade, bevor der nächste Dungeon freigeschaltet wird. Also die hängen jetzt gerade hier an dem Frostblut-Tempel. Und da ist halt der letzte Boss, ist im Frostblut-Tempel die Mordmaschine. Und die Mordmaschine ist ein Magier. Und die Magier sind halt Hardblock-Gegner für die Dämonenjäger, weil die Dämonenjäger sich nicht reviven können gegen einen Magier. So, und deswegen kommen die da halt momentan alle gerade nicht weiter, weil das Ding ist, wenn sie das halt haben, dann erreichen sie halt auch Stufe 110
Und hier können sie halt easy im Waffenladen den nächsten Dungeon Key finden und ab da an kann man natürlich deutlich weiter eskalieren. Ich nehme das ganze Video hier morgens um 7 Uhr auf, ne? Das ist schon wieder, lass bitte nicht über die Uhrzeit reden, ja. Und das ist jetzt gerade der aktuelle Stand von dem Server. Im Verlaufe des Tages gehe ich mal auch stark von aus, dass wir hier noch definitiv die ersten 200er sehen auf dem Server und dass das Ganze hier auch noch deutlich weiter vorangeht. Nach 0 Uhr war auch sehr interessant, haben wir eigentlich gedacht. Also Chris war gestern auch noch im Stream, nicht mehr bei mir zu Hause, weil ich bin momentan ein bisschen angeschlagen. Wollten wir nichts riskieren, dass er sich irgendwie auch erkältet oder so, ne? Und deswegen hatten wir Chris in den Discord-Call gerufen und haben dann so noch ein bisschen gequatscht. Also er war auch noch mit im Stream gestern dabei, so indirekt, ne, per Voice halt. Und da hatten wir dann halt gedacht, okay, nach 0 Uhr machen die jetzt erstmal alle Pause und lassen erstmal so ein bisschen sich droppen vielleicht in der Ehrenhalle, räumen das Feld morgen von hinten auf, haben es dann ein bisschen leichter, ein paar Sammelalbum-Einträge, was weiß ich, neue Items zu finden fürs SA oder so. Aber nein, die Leute haben direkt weiter gepusht nach 0 Uhr und das sind jetzt auch die Leute, die jetzt gerade so weit oben stehen. Das ist hier einmal Raiden mit 106, Mirama, die das Feld auch wirklich krass von hinten aufgeräumt hat mit 106. 109, gerade typisch Andy, ist momentan der Level höchste, im Moment zumindest. 101 haben wir hier den Reistape und Hardknorm auf Stufe 108. Ja, das waren die jetzt hier die ersten 100er Plätze belegt haben. So. Turor hatte nach 0 Uhr aufgehört, beziehungsweise hatte, glaube ich, noch ganz kurz ein Level gemacht. Oder ein paar Level, stimmt, ein paar Level hat er noch gemacht. Das Ding ist, sie haben es halt, warte mal, wie war das gewesen? Ich krieg's gar nicht mehr ganz genau. Also wenn ihr es genau sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall den Livestream nach von gestern. Das Ding ist, manche haben es auf Stufe 50 auch geschafft, haben sich dort neu equipped, aber das höchste Ziel war ja gewesen, ob sie es schaffen, Stufe 70 zu erreichen, weil das momentane höchste Ziel an Tag 1 ist Stufe 69. Also 69 ist das höchste an Tag 1. Ja, also nach Serverstart. Von 16 Uhr Serverstart bis 0 Uhr ist in dem Zeitraum 69 das höchste. Das war aber noch zu dem Zeitpunkt, als der Berserker noch nicht genervt worden ist und der Berserker auch seine Combo gegen Magier raushauen konnte. Das heißt, er konnte gegen Magier auch unendlich oft angreifen, so von der Theorie her. Das geht jetzt auch nicht mehr. Also ist jetzt auch genauso wie der Demon Hunter davon betroffen. Der Demon Hunter kann sich nicht wiederbeleben gegen den Magier und der Berserker kann halt nicht mehrmals gegen den Magier angreifen. Macht zwar immer noch so doppelten Schaden gegen ihn, aber kann nicht mehr gegen ihn angreifen, mehrmals hintereinander. Also er kann seine Rage-Combo nicht mehr machen. Das heißt, selbes Problem. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr wirklich möglich, diesen Rekord nochmal einzustellen und Stufe 69 zu erreichen, beziehungsweise überhaupt Stufe 70, weil dann kann man am ersten Tag auch noch richtig crazy gehen, weil ab Stufe 70 hast du ja automatisch den kranken Baum hier freigeschaltet, weil du halt eben im Zauberladen den Schlüssel findest. Und ab 75 bekommst du ja dann das Pet-Nest, wo du dann halt die Pets freischaltest und in den Pet-Habitaten bekommst du auch gut und gerne nochmal so 3 Level, sodass man es mit ein bisschen Umständen auch auf Stufe 80 dann noch eventuell am ersten Tag hätte schaffen können. Wenn man dann noch die Alu hätte man auch noch den Key finden können und hier natürlich auch noch ein paar Gegner wegrasieren können. Dann wird es nachher natürlich auch schon zeitmäßig ein bisschen knapp, weil bis 0 Uhr, ne, hat man dann halt eben nur Zeit, bis der erste Tag halt vorbei ist und bis auf Stufe 95 sind es halt nicht wie die Level davor nur 10 Level von Dungeon bis zu Dungeon, sondern halt schon 15. Aber wenn du halt hier angekommen bist, dann, ja, machst du die Gegner halt auch relativ gut weit weg, sag ich mal. Vor allen Dingen wäre es früher als Berserker easy gewesen, weil im Frostblut-Tempel sind auch ein paar Magier, wo die jetzt gerade dran geblockt sind. Wäre halt früher bei dem alten Berserker, wäre das kein Problem. Und der Frostblut-Tempel wäre dann halt eben geschlagen worden, genauso wie die Pyramiden des Wahnsinns. Stufe 1 bis Stufe 10, Pyramide des Wahnsinns, ist somit eigentlich fast der leichteste Dungeon auf dem Niveau, sag ich mal. Und kann man auch easy durchrushen. Den Schlüssel bekommt man auch easy im Waffenladen. Also ja, dann kann man komplett eskalieren. Aber das sind halt alles Sachen, die funktionieren halt eben nicht mehr so ganz wie früher, weil das Ganze eben halt auch ein bisschen angepasst und genervt worden ist. Ja, ich habe mich hier auf dem Server in der Gilde von der Drachenschanze zurechtgefunden. Ich wurde im Vorhinein gefragt, ob ich hier dran teilnehmen möchte und ich hatte bis
Datum mir alles Mögliche auch an Einladungen offen gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, um halt zu gucken, ja, um für mich persönlich auch so, ne, das Beste, sag ich mal, rauszupicken. Ja, was soll ich sagen, ist halt so. Und ja, die Drachenschanze war dann auf jeden Fall das, wo ich gesagt habe, okay, da kann man, denke ich mal, reingehen. Da, also es hat sich auf jeden Fall, das Angebot hat sich im Vorhinein schon recht verlockend angehört so. Und bin ich auch zufrieden auf jeden Fall. Ist jetzt keine Hardcore-Shrooming-Gilde. Ihr seht, hier sind ganz viele, die haben die Festung noch nicht, also beziehungsweise Ritterhalle auch noch nicht ausgebaut. 127er Ritterhalle haben wir hier im Moment. Also die Steine haben mich jetzt noch nicht krass gecarried, sag ich mal. Ne? Und ja, deswegen, da geht auf jeden Fall heute an Tag 2 auch noch ein bisschen was bei mir. Und ich werde euch natürlich dann morgen auch berichten, wie es hier aussieht auf dem Server mit den Leuten, die halt auch auf die Jagd gehen nach einem Profilbild. Also ich gehe von aus, Turor wird heute, wenn er wieder anfängt, definitiv noch ein bisschen das Feld von hinten aufräumen. Er hat halt kurze Zeit nach 0 Uhr aufgehört, hatte noch ein paar Level gemacht, aber hat dann nachher das auch sein lassen. Und die anderen Leute haben ihn noch weiter gepusht, Turor noch nicht weiter gemacht. Ansonsten haben wir halt, wenn es um das Avatarbild geht, der Wettkampf um das Avatarbild, haben wir sehr viel Konkurrenz beim Demon Hunter. Das war eigentlich schon klar gewesen beim Serverstart. Wenn wir mal in die Statistiken vom Webshop schauen, dann kann man hier einfach ganz easy sortieren. Dann gehen wir hier auf Europa, auf die 10 und schauen uns mal die Analytics an. Und dann sehen wir hier, dass der Demon Hunter fast 20% spielen. Necromancer auch relativ viele, sieht man aber relativ wenig in den Top-Rängen. Berserker auch gut vertreten, was halt klar war, ist der Druide. Der hat halt unter 3% der Community sich für entschieden. Und ja, das sind so Klassen, wo man eventuell nicht ganz so viel Konkurrenz hat. Demon Hunter ist ist im Moment die Königsklasse der Hardcore-Pilzer. Und das ja, zeigt sich auf jeden Fall auch gerade hier auf dem Server wieder. Ihr seht es hier. Wir haben hier sehr viele Anwärter, die halt eben sehr weit oben mit dem Demon Hunter spielen, die halt alle ja, gut dabei sind, auch schon wahrscheinlich gut invested sind in den Server. Aber nur einer von den Demon Hunter kann man am Ende des Tages das Profilbild gewinnen. Anders sieht es zum Beispiel aus, wir haben hier, wenn wir die Klassen mal ein bisschen durchgehen, haben wir den höchsten Assassin, das ist gerade der Raiden, der ist auf Stufe 106 und ist ja, im Moment zumindest unangefochten auf Platz 1, was die Assassin-Klasse angeht. Hier haben wir dann den HVB-Son auf Platz 2 als Assassin und dann haben wir Zones for Life hier und da sehen wir auch schon einen etwas deutlicheren Unterschied auf jeden Fall. Also hier ist Raiden auf jeden Fall ganz weit oben. Dann haben wir hier bei den Necromancer haben wir Unique und Fonk gerade, die ein bisschen ja, hier das Feld für die Necromancer vertreten. Und ja, kann man, denke ich mal, auch vielleicht holen. Ansonsten als Demon Hunter habt ihr es halt schwer, muss ich so sagen. Genauso, wenn ihr Magier spielen wollt, weil Magier seht ihr auch nicht viele in der Ehrenhallenliste. Aber wir sehen einen Magier auf jeden Fall und das ist der Universe. Und Universe hat vorab schon geschrieben, dass er sich auf jeden Fall mit seiner Klasse das Profilbild sichern will. Und wenn Universe sagt, er will sich das Profilbild sichern, dann sichert er sich das Profilbild, ja. Also da könnt ihr noch so viel gegen machen, das werdet ihr nicht schaffen so, ne. Also für die Magier, oder ich sag mal für die sich für die Magier entschieden haben und auf das Avatarbild gehen, ich wünsche euch viel Erfolg, aber Universe ist ein sehr krasser Konkurrent, wenn es halt eben um diese Klasse geht. Und man sieht es halt auch, wir haben hier jetzt als nächsten den Baniel auf ja, Stufe 47 im Moment, auf Platz 2 bei den Magiern und Platz 3 White Lotus, eine Stufe darunter noch. Also ja, zieht euch warm an, Universe wird auf jeden Fall hier ein harter Brocken werden. Ansonsten, wenn wir weiter runterschauen in die Rangliste, haben wir hier noch einen Kundschafter momentan, im Moment, also ist alles eine Momentaufnahme hier gerade, ne? Love mit 76, das kann sich im Verlaufe des Tages natürlich alles noch ändern. Das sieht man zum Beispiel ganz gut an den Berserkern, wenn wir uns die mal anschauen, beziehungsweise auch bei den Kundschaftern sieht man es gut. Wir haben hier Love, der hatte nach 0 Uhr viel gepusht gehabt, so wie es aussieht, denn bis 0 Uhr war Jungle Boy, wenn ich mich nicht recht erinnere, auf Platz 1 gewesen, der Kundschafter.
Und der Jungle Boy hatte bis jetzt, glaube ich, noch nicht viel weitergespielt. Und demzufolge hatte Jungle Boy einen besseren ersten Tag, glaube ich, als Love, weil der kommt mir gerade, oder die, nicht ganz so bekannt vor. Ich glaube, Jungle Boy war Platz 1 auf jeden Fall, auch mit ein bisschen Abstand. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig mehr sicher. Auf jeden Fall haben sie halt eben den kompletten Tag noch Zeit. Und wenn sie Tag 1 besser gespielt haben, dann haben sie auf jeden Fall eine bessere Vorlage für Tag 2, kann man so sagen. Im Moment auf jeden Fall Love auf der 1, aber das Ganze endet ja am 4. März. Also bis dahin geht die Challenge, bis dahin haben die Leute Zeit, sich die Charaktere zu sichern. Und am 4. März um 10 Uhr morgens, es ist eine sehr komische Zeit, was sie sich da ausgesucht haben, endet die Challenge. Das heißt, wer am 4. März, also am 4.3. um 10 Uhr morgens der höchste seiner Klasse ist, gewinnt das Avatarbild. Und ich komme an dem Tag aus der Nachtschicht. Das heißt, ich werde am 4. März, das ist glaube ich ein Montag, werde ich morgens nach der Arbeit live gehen, so um, weiß ich nicht, um 7 vielleicht oder so, und werde die letzten Stunden von dem Server hier, beziehungsweise von der Challenge streamen, weil ab 10 Uhr ist das Finale hier, da ist Deadline. Da muss jeder hier aktiv sein, der um das Profilbild kämpft, da muss jeder sein Bestes geben und es ist auch offiziell jetzt mittlerweile, dass das Ganze hier nach Level geht. Also es geht nicht nach Ehre, sondern es geht nach Level. Das heißt, wer der Höchste im Level ist, bekommt das Avatarbild und nicht der Höchste in der Ehre. Ist auf jeden Fall eine viel bessere Entscheidung, weil dadurch können so eine Tricks, wie zum Beispiel, was ich euch gezeigt hatte mit der Abenteuerlust aus der Zeitmaschine, nicht abused werden. Das wäre auf jeden Fall ein etwas größeres Durcheinander und so. Ne? Ja, auf jeden Fall gutes Beispiel, würde ich sagen, für was morgen noch alles so möglich ist. Wo haben wir sie denn? Ich weiß gar nicht jetzt. Auf jeden Fall Shinex hatte hier auch, glaube ich, nach 0 Uhr noch ein bisschen gepusht gehabt. Ich glaube McDonald's hieß vorher anders. Ich glaube, der hatte seinen Namen geändert gehabt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie er vorher hieß. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, hat er seinen Namen geändert? Auf jeden Fall hatte der auch keine Waffe drin gehabt. Oh, ich bin mir jetzt aber nicht gerade sicher. Nee, ich will jetzt auch nichts Falsches hier erzählen. Auf jeden Fall hatten wir einen Berserker auch, der, glaube ich, kurz vor Stufe 50, glaube ich, halt gemacht hat. Vor 0 Uhr. Und hat dann aufgehört zu spielen. Ja, das war der Marshall hier. Den darf man nicht so leicht vom Schirm lassen, weil der Marshall, der ist jetzt hier zwar auf Platz 84 und sieht jetzt relativ low aus im Verhältnis zu den anderen. Marshall war aber der erste oder beziehungsweise der höchste Berserker an Tag 1 gewesen. Der lässt sich jetzt hier nur gerade droppen. Das heißt, auch wenn Leute teilweise ein bisschen schlechter im Moment gerade aussehen, werden die auch das Feld von hinten aufräumen. Wir haben hier zwar gute Berserker weit oben, das hat aber nichts zu heißen hier. Beast, Sweet und so, das sind Leute, die haben jetzt alle nach 0 Uhr. Shinex auch nach 0 Uhr gepusht. Die sind auf jeden Fall auch stark. Aber Marshall war um 23:59 Uhr der höchste Berserker. Ja, also der könnte auch hier noch auf jeden Fall gefährlich werden. Wir werden uns das Ganze definitiv die Tage reinziehen. Ich werde das Ganze auch weiterhin beobachten und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dran wie ich. Ich hatte auf jeden Fall gestern im Stream auch richtig viel Spaß, als es hieß, wer wird der Höchste am ersten Tag und so. Ne? Das haben wir so live wie so ein Finishing-Rennen irgendwie mitverfolgt und kommentiert. Das war echt cool gewesen. Und sowas wünsche ich mir auf jeden Fall auch dann am 4. März, wenn das Ganze entschieden wird, komme ich auch live und dann werden wir das Ganze auch zelebrieren. Okay, Leute, das soll es soweit gewesen sein für das Video heute. Meine Eindrücke von EU10, Tag 1, beziehungsweise jetzt 7 Stunden an Tag 2 drin. Und wir hören uns auf jeden Fall die Tage wieder. Denkt auf jeden Fall an die Codes, die ihr über mir eingeblendet seht. Ne? Der Elevator-Code ist ab Stufe 10 einlösbar und der EU10-Code einlösbar only auf EU10 ist bis Stufe 20 einlösbar. Ja, also das nicht verwechseln und auf jeden Fall beides nutzen. Ansonsten sehr gerne an dem Gewinnspiel teilnehmen. Habt ihr noch Zeit bis Sonntag? Sehr gerne auf YouTube abchecken. Und wenn ihr den Stream von gestern nicht verpassen wollt, beziehungsweise nachholen wollt, ist ja natürlich auch online das VOD. Und jetzt haben wir soweit alles. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.